Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns im Teil 6 der Phantom Leaf Serie der Python Assault Agili G1 und G2. In unserem letzten Teil Tarnen und Täuschen haben wir auch schon das Thema Gili behandelt. Haben wir euch auch gesagt, eine gute Tarnung an der Uniform ist die Basis, aber es muss immer die menschliche Silhouette gebrochen werden. Das ist das Wichtigste. Ja, man muss wirklich diese typischen Konturen, die das Gehirn, die Augen kennen, verbergen. Und genau dafür ist die neue Phantom Leaf Python Serie gedacht. Die ist nicht als Ersatz gedacht für die Uniform, sondern als Add-on quasi. Alles, was ihr oben drauf packt. Na? Wir haben mit WASP 2 das Tarnmuster, gilt auch hier natürlich noch. Gibt es in den entsprechenden Tarnmustern Z3, Z2, Z3a, Z3b und Z4. Und Python ist die Serie, also quasi alles, was an Zubehör noch on top gepackt werden kann. Wir starten heute mit den Assault Agilis. Ihr habt es gerade gehört, G1, G2, gibt es schon eine Generation 1 und eine Generation 2. Bei Phantom Leaf ist man ständig an der Weiterentwicklung. In dem Fall haben wir aber gesagt, beziehungsweise hat Phantom Leaf gesagt, die G1 Generation 1 des Assault Agilis behalten wir bei, einfach weil es sein kann, dass es bestimmte Anwender gibt, die sagen, ich brauche die Verbesserung an der G2 nicht. Was hat sich geändert? Ganz kurz nur, G1 Assault Agili ohne Lochband. G2, hier seht ihr es schon mal ein bisschen, erkläre ich gleich nochmal im Detail. Hier ist das Lochband, wo ich nochmal zusätzliche Tarnelemente aufbringen kann. Hat G1 nicht, sonst sind die beiden identisch. Ja? Warum hat man jetzt G1 trotzdem beibehalten? Könnte ich ja sagen, warum soll ich denn noch G1 kaufen? Ganz einfach. G1 ist beibehalten worden mit Stadt und mit Schnee. Was ihr hier seht, brandneu Z3b. Das ist quasi Schnee, also leichte Schneedecke. Durchbrochene Schneedecke, Schneetarn und das urbane kennt ihr ja schon. Und diese beiden Varianten sind natürlich immer so, dass ich sage, Schnee kann ich hier schlecht was einfädeln, ne? Schmilzt halt schnell und Backsteine und ja, Bauschutt ist auch ein bisschen schwierig. Also gerade in diesen beiden Gebieten brauche ich nicht unbedingt 3D-Elemente. Wenn ihr das trotzdem machen wollt, könnt ihr natürlich hier trotzdem auch dann was aufnähen selber, wenn ihr das wollt. Oder ihr nehmt dann halt einfach hier die G2 mit dem Lochband. Deswegen sind wir jetzt erstmal mit dem G1 durch und gehen direkt auf die Generation 2. Wozu brauche ich einen Assault Agili? Normaler Gili kennt jeder, großer Umhang, vielleicht sogar ein Anzug, der auch vorne noch mit Tarnungen versehen ist, mit Beinen und allem drum und dran. Super schwer, Bewegungen fast unmöglich. Für einen Scharfschützen genau das Richtige, der muss sich nicht viel bewegen, beziehungsweise wenn er sich bewegt, dann bewegt er sich wie ein Chamäleon. Ja? Aber es gibt natürlich auch andere Anwendungszwecke für Tarnung. Sprich, ich muss schnell in das Einsatzgebiet kommen oder ich brauche mal nur kurzzeitig eine Tarnung, Annäherung durch den Wald in den urbanen Bereich. Da brauche ich einfach nur einen Überwurf, der funktioniert, der schnell ist, der leicht ist, der leise ist, den ich super wegpacken kann. Und genau dafür sind die Assault Agilis gedacht. Ein Assault Agili unterscheidet sich zu einem normalen Gili dadurch, dass man quasi nur die markanten Punkte abgetarnt hat. Man hat die Oberarme, Schultern, bisschen Brustbereich, sodass auch noch dann das Chestrig oder der Plattenträger frei liegen, eine Kapuze und dann eventuell noch hinten ein bisschen den Rücken. Ja, mehr braucht man nicht. Man geht in der gebückten Haltung und genau dafür ist es perfekt.
Der Python Assaulter Ghillie von Phantom Leaf ist aus einem sehr, sehr feinen Mesh-Material gemacht. Also es ist ein sehr dichtes Mesh, nicht so, wie man sich das vorstellt von einem Möschbeutel, wie ich das immer sage, sondern hier wirklich ein ganz, ganz feiner Stoff, der auch sehr atmungsaktiv ist. Und er ist leise, er ist flammenhemmend und er hat natürlich die typische Phantom Leaf Infrarotunterdrückung. Ganz wichtiges Thema natürlich auch. Was mir jetzt hier besonders gut gefällt, als allererstes Merkmal, was mir ins Auge gefallen ist, als ich den das erste Mal in die Hand genommen habe. Jeden Assaulter Ghillie, den ich bisher in der Hand hatte, der hatte gerade Abschlüsse. Wir haben es bei Tarnen und Täuschen erwähnt. Man hat so diese typische Falz, ja, diese gerade Kante, den Uniformsaum, diesen Bund, der einen Schlagschatten wirft. Das sieht man immer sofort. Ja. Und viele sagen dann, gut, bei einem Assaulter Ghillie mache ich da einfach ein paar Blätter hin. Klar kann man das machen, aber hier ist schon gleich von Haus ab der komplette Umhang in dem Wellenschnitt, dass ihr da schon mal euch keine Gedanken drüber machen müsst, dass hier ein verräterischer Schlagschatten erscheint. Das zweite, was mir sehr, sehr gut gefällt, das geht übrigens über die ganze Python-Serie. Ihr habt die ganze Bedienung der einzelnen Komponenten, sprich Kordelzüge und Knöpfe und so, die liegen immer an den gleichen Stellen. Das heißt, ihr habt dann hier Muscle Memory im Kopf. Wenn ihr wechselt, wenn ihr ein anderes Modul anzieht, was wir euch noch vorstellen werden, dann habt ihr immer dieselben Handgriffe. Ihr müsst nicht groß drüber nachdenken. Und diese Knöpfe und Bedienelemente sind hier alle schön abgedeckt. Ne? Ihr seht hier auf der Front, seht ihr gar nichts. Ich habe so einen Assaulter Ghillie, den hatte der Erwin auch an, im Teil 5. Da sieht man hier schön die Plastikschnallen, die sieht man natürlich auch unter Infrarot dann nochmal super gut, weil es einfach Plastik ist, was reflektiert. Das ist alles schön unter einer Flappe hier verdeckt. Ne? Und Canadian Buttons, super zum Reparieren. Perfekt zum Bedienen mit Handschuh, kann ich dann das Cape einfach überwerfen. Noch eine Möglichkeit für ein Cape, was ich noch nicht erwähnt habe, ist Tarnung anpassen. Ihr seht, wir haben hier unten drunter die Z2-Uniform für aride Gebiete oder auch für Herbst, also braune, trockene Gebiete. Und oben drüber habe ich jetzt hier gezogen den Assaulter Ghillie in Z3A. Ja, das heißt, wir haben braun und grün. Ja, das heißt, wenn ich im Wald unterwegs bin und merke, oh, ich komme jetzt auf eine Wiese, zack, schmeiße ich das Ding über und dann habe ich dann blitzschnell die grundlegenden Teile meines Körpers abgetarnt. Ja, also da haben wir hier einmal diesen Knopf, um den Ghillie erstmal oben in der Mitte zu fixieren. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst rutscht das Ding nämlich runter. Darunter liegend habt ihr schön die komplette Brust frei. Wenn ihr mit Plattenträger oder auch mit Chestrig unterwegs seid, habt ihr hier Zugriff auf eure Magazine, auf eure Ausrüstung. Alles, was irgendwie wichtig ist, kann hier noch exponiert sein, ohne dass es stört. Die Arme des Assaulter Ghillies sind auch geknöpft. Das finde ich auch eine sehr, sehr coole Sache, weil da habe ich die Möglichkeit, extrem leise und mit extrem wenig Bewegungen den Ghillie abzulegen. Ich mache quasi nur auf einer Seite den Knopf auf und kann den dann, wenn ich die Kapuze abnehme, leicht zur Seite runterstreifen und kann den zweiten Knopf komplett zulassen. Da muss ich nur einen Knopf dafür aufmachen und habe da die Möglichkeit, das dann so zu nutzen. Damit haben wir eigentlich auch schon die Front abgehandelt und gehen jetzt mal auf die Rückseite. Natürlich darf an einem Assaulter Ghillie auch keine Kapuze fehlen. Ihr habt nicht immer eine Balaklava dabei, wo ihr dann nochmal das Gesicht abtarnen könnt. Und gerade wenn ich von Wald auf urban gehen will und nur kurz was überwerfen, ist mir das dann viel zu viel Action mit der Sturmhaube. Deswegen hat man hier einfach nochmal eine große Kapuze, wo auch ein Helm ohne weiteres drunter passt. Und auch wieder hier schön mit dem Muster, also beziehungsweise mit dem Wellenschnitt, dass ich hier auch gleich die typischen Schlagschatten vermeide. Jetzt sieht man hier auch schön nochmal das Gurtband zum Anbringen von zusätzlichem Tarnmaterial. Da gehen wir gleich drauf, sobald wir hier mit dem Ghillie fertig sind. Eine Sache noch, wir haben hier nochmal natürlich, eine Kapuze muss man einstellen können, haben wir hier Kordelzüge. Und damit kann ich dann entsprechend mit einer Hand das Ganze nochmal so ans Gesicht heranziehen, dass es passt. Sehr schöne Sache. Dann haben wir hier jeweils auf der Kapuze am Rand, am Halsrand nochmal das Lochband, auch hier über die Schultern. Und das geht auch über das ganze Cape. Und wie ihr auch sehen könnt, das Cape geht bis in die Kniekehlen rein. Also auch hier wirklich eine ordentliche Abdeckung. Selbst wenn ihr einen Rucksack tragt,
habt ihr dann immer noch bis zum Hintern. Natürlich, wenn das dann hier sich ausbeult durch den Rucksack, dann geht der Umhang nicht mehr so weit runter. Dann habt ihr bis zum Gesäß noch eine super gute Tarnung. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und mal den Gilly schon mal bestückt ein bisschen, dass ihr einfach mal sehen könnt, wie das wirkt. Das ist jetzt aber nicht der Gilly von eben, der war ja Z3A. Hier haben wir jetzt passend auch zur Grunduniform den Gilly in Z2. Das heißt, deswegen ist das ganze Ding hier auch etwas brauner geworden. Wir haben jetzt hier eingesetzt einmal ganz normale Jutefäden, die gibt es zu kaufen überall, beispielsweise Miltec. Da gibt es dann so ein Set hier aus verschiedenen Farben, zum Beispiel Weiß, Grüntöne, Schwarz, Grau. Das sind dann so Bündel, gibt es hier wie gesagt als Pack einmal. Wir brauchen jetzt aber natürlich nur was hier auch farblich irgendwo reinpasst. Ihr seht aber, diese Schnüre hier sind nicht alles. Hier ist auch noch Blattwerk in Phantom Leaf Muster im Wasp 2. Das gibt es nämlich jetzt auch ganz neu. Das heißt, ihr könnt extra Blattwerk kaufen und zwar in allen Farben, ne, in allen Mustern entsprechend und die dann aufbringen. Dann habt ihr nochmal zusätzlich diese typischen 3D-Elemente, die man sich auch an einem Gilly wünscht und damit könnt ihr dann, wie wir es hier gemacht haben, schon mal grundsätzlich den 3D-Effekt aufbringen und dann vor Ort entsprechend noch, wenn ihr braucht, von der Umgebung ein bisschen Gras, ein bisschen Dreck, ne? Das muss ja auch nochmal alles durch den Dreck gezogen werden. Alles, was ihr irgendwie noch lokal an Tarnung findet in der Vegetation, kann noch mit eingefügt werden, aber so habt ihr schon mal ein sehr, sehr gutes Grundsetup für eine 3D-Tarnung. Es ist jetzt ganz wichtig, dass ihr die Blätter auch richtig anbringt. Ja? Ich zeige euch einmal, wie das geht. Ihr habt das Lochband und da sind ja, wie der Name schon sagt, Löcher drin. So, jetzt nehmt ihr diese 3D-Elemente und jetzt müsst ihr vor allem gucken, was ist der Untergrund. Ja, wenn ihr an dieser Stelle natürlich jetzt hier, was weiß ich, einen weißen Untergrund habt und da grün drauf macht, ist es vielleicht nicht so schlau. Das heißt, ihr guckt wirklich immer, dass ihr die Blätter entsprechend des Untergrundes wählt. Die werden dann einfach hier einmal durchgezogen bis zur Hälfte. So. Und dann macht ihr einfach, also ihr könnt es schon so lassen, aber ich finde, wenn man hier mal noch so einen kleinen Knoten reinmacht, einfach nur eine Schlaufe und das so ein bisschen eng zieht, dann stehen die Blätter auch ab mehr. Wenn man das nur drauflegt, dann ist es sehr, sehr flach, dann ist der 3D-Effekt fast nicht gegeben. Und wenn ihr aber hier so einen kleinen Schlupp macht, sage ich mal, habt ihr hier diese typische Blätterform, dass die Blätter wegstehen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Jutefäden. Da haben wir hier einfach auch einen Knoten gesetzt und dann schön aufgedröselt das Ganze, aufgelockert. Ne, man kann das ja noch so ein bisschen verfilzen und dann hat man wirklich einen sehr voluminösen Gilly, der entsprechend ja, gut tarnt und vor allem, man bleibt da relativ wenig dran hängen. Also die Sachen sind sehr, sehr massiv. Auch das Blattwerk ist ultra reißfest, dass man da irgendwo in einer Brombeerhecke hängen bleibt und Brombeeren sind ja ganzjährig wachsend. Da sehe ich wenig Möglichkeit, dass man sich hier irgendwo groß verfängt. Der Riesenvorteil am Assaulter Gilly ist, dass man da auch die Arme aufmachen kann. Denn durch die geöffneten Ärmel entsteht hier nämlich ein ziemlich großer Umhang bzw. eine große Plane, die ich dann auch verwenden kann, wenn ich irgendwo meinen Rucksack zurücklassen muss, wenn ich meine Waffe abtarnen muss. Egal was, man hat hier dadurch, dass man die Ärmel aufmachen kann, nochmal wirklich eine große Fläche von ja, guten Meter, 1,5 Meter würde ich sagen, wo ich nochmal zur Seite abtarnen kann und in der Länge her sowieso durch den Umhang auf der Rückseite. Schnell und leicht ist immer ein wichtiges Thema, gerade für den Assaulter. Jetzt haben wir einmal hier den Assaulter Gilly in der Generation 1 ohne das Gurtband zusammengeknault. Da habt ihr vom Gewicht her habt ihr 300 Gramm und habt eine Größe von einer halben Nalgene-Flasche. Jetzt würde man denken, hier mit aufgebrachtem Tarnmaterial, G2, Gurtband und all dem drum und dran, wird das viel, viel mehr. Aber nein, ihr seht, das ist die Hälfte mehr von der Größe und vom Gewicht her ist es auch genau das Doppelte. Da haben wir gerade mal 620 Gramm gemessen hier in der Bestückung, wie wir sie jetzt hier haben. Also auch noch sehr, sehr leicht und sehr, sehr klein im Packmaß. Also das ist wirklich was, wo wir sagen, das macht auf jeden Fall Sinn, mit in das Kampfgeschirr mit reinzupacken, in die Kampftasche. Das Packmaß ist jetzt natürlich nicht das
was am Markt das kleinste ist. Da gibt es etliche Hersteller, die kleinere Packmaße haben, aber da muss man natürlich immer dann sehen, was leistet dieses Gerät. Ja? Ich weiß zum Beispiel von Crye Precision gibt es den Assaulter Ghillie, der ist so groß wie ein Baseball, also vielleicht nochmal ja, eine Faust voll, bisschen kleiner als das, aber auch nicht viel. Und das Ding, das reißt so schnell, also da ist man einmal durch ein Gebüsch durch, nicht mal durch ein Brombeergestrüpp, sondern wirklich einfach nur ganz normales Gebüsch und da ist das Ding schon eingerissen und kaputt. Und das ist natürlich hier dieses ultra dünne Gewebe, was aber trotzdem extrem reißfest ist. Das ist wirklich nochmal ein Alleinstellungsmerkmal. Das war Teil 6 der Phantom Leaf Serie. Ihr habt es gesehen, die Assaulter Ghillies, ich finde sie wirklich sehr, sehr gelungen. Es gibt wirklich wenige Hersteller, die an so viele Details denken, die so viel Liebe in das Produkt stecken, aus der Praxis in die Praxis. So muss es sein. Also wir denken, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Erweiterung zu eurer Uniform, um euch noch besser ja, zu schützen, wenn ihr draußen unterwegs seid oder auch, was auch immer ihr draußen tut, macht's mit Phantom Leaf. Den Assaulter Ghillie G1 und G2 bekommt ihr überall dort, wo man Phantom Leaf Produkte kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Produkt und fragt nicht, was das ist und was das ist und was das da unten ist, denn das verraten wir nicht, das kommt im nächsten Teil. Ihr könnt gerne zum Assaulter Ghillie Fragen stellen, aber alles andere bleibt erstmal noch bis Teil 7. In diesem Sinne, denkt daran, die Glocke zu klicken für neue Videos, Abo, falls noch nicht getan, liken, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.